Im Moment sitzt du zu Hause vor deinem Computer, deinem Fernseher oder deinem Handy und schaust dir dieses Video an. Und wenn du gerade eine Tasse Kaffee oder Tee in der Hand hast, greift deine Hand vielleicht zu einer Schüssel voller glänzender Kristalle. Genau, das ist Zucker. Und jetzt werden wir gemeinsam die Geschichte des Zuckers entdecken. Die Geschichte des weißen Goldes. Wir finden Zucker in den Cornflakes, die wir morgens essen. Wir finden ihn im Brot, das wir zum Mittag essen. Wir finden ihn in der süßen Schokolade, die wir nach einem langen Arbeitstag genießen. Heute ist Zucker überall. In unseren Schränken, in Cafés, bei unseren Feiern. Ein stiller Teil unseres Lebens, über den wir fast nie nachdenken. Aber meine Freunde, habt ihr euch jemals gefragt, wo hat das alles angefangen? Woher kommt dieses Inäh, weiße Gold? Bevor es in jedem Supermarkt zu finden war, war es ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das die Natur in fernen Ländern verborgen hielt. Es war ein Medikament, ein Luxus und ein Grund, warum Könige Kriege führten. Die Geschichte des Zuckers ist viel größer als ein Löffel in der Küche. Es ist eine Geschichte, die die Welt verändert hat. Sie hat verändert, wie Menschen leben und wie sie sich über die Erde bewegen. Es ist eine Geschichte von großer Schönheit und tiefer Traurigkeit. Eine Geschichte der Entdeckung, aber auch eine Geschichte von großem Schmerz. Schauen wir uns diesen glänzenden Kristall einmal genauer an. Machen wir eine Reise in die Vergangenheit, tausende Jahre zurück. Wir werden Ozeane überqueren und durch tiefe Wälder reisen. Wir werden dem Weg einer einfachen Pflanze folgen, die den Lauf der Menschheitsgeschichte verändert hat. Dann lasst uns beginnen. Lasst uns herausfinden, wie die Welt so süß geworden ist. Unsere Geschichte beginnt vor sehr, sehr langer Zeit. Wir müssen zu den warmen, grünen Inseln des Südpazifiks und in die hellen Länder Indiens reisen. Stell dir ein hohes, starkes Gras vor, das unter der tropischen Sonne wächst. Das ist Zuckerrohr. Am Anfang hatten die Menschen keinen weißen Zucker in Tüten wie heute. Stattdessen entdeckten sie ein Geheimnis in den Stängeln dieses hohen Grases. Wenn man auf den Stängeln kaut, tritt ein süßer Saft aus. Es war wie ein Geschenk der Erde. Für die alten Menschen in Neuguinea war Zuckerrohr mehr als nur Nahrung. Einige ihrer alten Geschichten sagen, dass Zuckerrohr der Anfang der Menschheit war. Es war also eine heilige Pflanze. Mit der Zeit begann die Pflanze zu reisen. Von den Inseln gelangte sie in das große Land Indien. Dort, vor Tausenden von Jahren, lernten die Menschen etwas Besonderes. Sie entdeckten, wie man den Saft aus dem Rohr presst. Dann kochten sie diesen Saft über dem Feuer. Während das Wasser als Dampf in die Luft aufstieg, geschah etwas Magisches. Die Flüssigkeit verwandelte sich in braune, knusprige Kristalle. Sie nannten es Kanda. Daher stammt auch unser heutiges Wort Candy. Im alten Indien war Zucker nichts für den täglichen Gebrauch. Er war sehr selten. Die Menschen nutzten ihn als starkes Heilmittel. Ärzte glaubten, dass er den Körper heilen und Energie zurückgeben konnte. Er wurde auch bei religiösen Zeremonien verwendet, um die Götter zu ehren. Dieses Geheimnis blieb lange im Osten. Die Menschen in Europa oder Afrika wussten nichts davon. Sie nutzten Honig von Bienen, um Dinge zu süßen. Doch die Gerüchte über diesen Honig ohne Bienen begannen sich zu verbreiten. Händler und Reisende erzählten von dieser wunderbaren Pflanze im Osten. Sie berichteten von einem Gras, das wie der Geschmack des Himmels war. Ganz langsam, wirklich sehr langsam, begann das Geheimnis des Zuckers nach Westen zu wandern. Eine lange Reise stand bevor. Im Laufe der Jahrhunderte
verbreitete sich das Geheimnis des Zuckers langsam, wie ein ruhig fließender Fluss. Um die Jahre 600 bis 700 begann die islamische Welt zu wachsen und sich auszudehnen. Mit diesem Wachstum entstand auch eine große Begeisterung für Wissenschaft, Kunst und Landwirtschaft. Arabische Händler und Bauern entdeckten in Indien das Zuckerrohr. Sie waren fasziniert von dieser Pflanze, aber sie ließen sie nicht einfach so, wie sie war. Sie wollten sie verbessern. Sie waren wie die Wissenschaftler der antiken Welt. Sie untersuchten, wie die Pflanze wächst. Dabei merkten sie, dass Zuckerrohr eine sehr durstige Pflanze ist. Sie braucht viel Wasser und viel Wärme. Deshalb bauten sie beeindruckende Systeme, um Wasser von Flüssen zu ihren Feldern zu leiten. In Ländern wie Ägypten, Syrien und Spanien legten sie große Plantagen an. Stell dir das vor. Große Steinräder drehen sich, angetrieben von Wasser oder Tieren, und zerquetschen das Rohr. In riesigen Küchen wird der Zuckersaft immer wieder gereinigt und gekocht. Die Menschen der islamischen Welt wurden zu echten Meistern im Umgang mit Zucker. Sie lernten, ihn viel reiner und weißer herzustellen. Zucker war nun nicht mehr nur ein Heilmittel, sondern auch ein Zeichen von Reichtum. Wenn du damals Städte wie Bagdad oder Kairo besucht hättest, hättest du unglaubliche Dinge aus Zucker gesehen. Für große Feste ließen Herrscher von Künstlern ganze Bäume oder Tiere aus Zucker herstellen. Stell dir vor, ein Palast aus Zucker. Das war ein Symbol für Macht und Erfolg. Weil der Anbau und die Herstellung so schwierig waren, war Zucker sehr teuer. Er war wie ein essbarer Edelstein. Er wurde entlang der berühmten Seidenstraße transportiert und gegen Seide, Gold und Gewürze getauscht. Durch diese Handelswege kam der Zucker immer näher an die kalten Länder Europas heran. Die Menschen im Westen standen kurz davor, ihn zum ersten Mal zu kosten. Und sobald sie ihn probierten, würde ihre Welt nie wieder dieselbe sein. Sie wollten mehr und sie waren bereit, alles dafür zu tun. Stell dir vor, du bist ein Ritter aus Europa. Das Jahr ist 1100. Du bist von deinem Zuhause in England oder Frankreich aufgebrochen und während der Kreuzzüge in den Nahen Osten gereist. Alles ist neu für dich. Die Sonne ist heißer, die Farben sind intensiver. Und dann bietet dir jemand etwas Seltsames zum Probieren an. Ein kleiner weißer Kristall. Du legst ihn auf deine Zunge und in diesem Moment verändert sich alles. Du hast noch nie zuvor so etwas geschmeckt. In Europa gibt es nur Honig und der ist schwer zu bekommen und hat einen starken Geschmack. Aber das hier, dieses süße Salz, ist etwas ganz anderes. Es ist rein. Es ist, als würde ein kleiner Lichtfunke in deinem Mund aufleuchten. Als diese Ritter und Reisenden nach Hause zurückkehrten, erzählten sie von diesem magischen Pulver. Sie nannten es das neue Gewürz. Schon bald wollten auch die Könige und Königinnen Europas es auf ihren Tischen haben. Aber es gab ein Problem. Europa war zu kalt für Zuckerrohr. Diese Pflanze konnte weder auf den regnerischen Feldern Londons noch in den verschneiten Bergen Deutschlands wachsen. Das bedeutete, jedes einzelne Zuckerkorn musste von weit hergebracht werden. Weil es so schwer zu bekommen war, wurde Zucker zum ultimativen Luxus. Er war nur für die reichsten Menschen der Welt bestimmt. Ein kleiner Beutel Zucker konnte so viel kosten wie ein Pferd oder der Jahreslohn eines Dieners. Bei königlichen Festessen wurde Zucker zu einer Art Show. Die Köche des Königs stellten sogenannte Sutletis her. Das waren beeindruckende Skulpturen aus Zucker. Sie machten Kronen, Blumen und sogar Teller aus Zucker. Und sie waren nicht immer zum Essen gedacht. Oft wurden sie einfach nur ausgestellt
um den Reichtum zu zeigen. Reiche Menschen konsumierten so viel Zucker, dass sich ihre Zähne schwarz färbten. Und kaum zu glauben, schwarze Zähne wurden zu einem Modetrend. Denn es zeigte allen: Ich bin reich genug, um Zucker zu kaufen. Aber je größer die Nachfrage wurde, desto hoch blieb der Preis. Die Herrscher Europas begannen nach Wegen zu suchen, ihren eigenen Zucker zu produzieren. Sie wollten ihre eigenen süßen Goldminen. Sie richteten ihren Blick über den dunklen, endlosen Atlantischen Ozean. Sie suchten eine neue Welt, und Zucker war einer der Gründe dafür. Das Jahr 1493. Christopher Columbus bereitet sich auf seine zweite Reise nach Amerika vor. Er hat viele Dinge auf seinen Schiffen: Tiere, Werkzeuge, Samen. Und unter diesen Samen befinden sich auch kleine Stücke Zuckerrohr. Er bringt sie auf die Inseln, die er in der Karibik entdeckt hat. Kolumbus wusste, dass diese Inseln heiß und sonnig sind. Er hoffte, dass der Boden perfekt für Zucker sein würde. Und er sollte recht haben. Als das Zuckerrohr in der Karibik gepflanzt wurde, wuchs es nicht nur, es explodierte geradezu. Es wuchs schneller und höher als im Osten. Plötzlich erkannten die Könige von Spanien, Portugal, England und Frankreich eine große Gelegenheit. Sie merkten, dass Inseln wie Jamaika, Kuba und Barbados zu riesigen Zuckermaschinen werden könnten. Sie nannten Zucker weißes Gold. Sie begannen, die dichten, wunderschönen Wälder abzuholzen und riesige Plantagen anzulegen. Stell dir vor, kilometerweite, sattgrüne Felder, die im Meereswind wehen. Von außen sieht es fast wie ein Paradies aus. Doch diese Verheißung hatte eine dunkle Seite. Zucker anzubauen war unglaublich harte Arbeit. Es war nicht wie Weizen oder Äpfel anzubauen. Zuckerrohr ist schwer. Seine Blätter sind scharf und können auch in die Haut schneiden. Und das Wichtigste: Nach dem Schneiden musst du gegen die Zeit arbeiten. Denn der Saft im Rohr beginnt schon nach einem Tag zu verderben. Er muss sofort gepresst, gekocht und stundenlang in der tropischen Hitze überwacht werden. Es war eine gefährliche und erschöpfende Arbeit. Die Europäer wollten diese Arbeit nicht selbst machen. Sie wollten den Profit, aber nicht den Schweiß und das Leid. Und das führte zu einer Entscheidung. Eine Entscheidung, die über Jahrhunderte einen Schatten über die Welt werfen sollte. Die neue Welt versprach Reichtum und Süße. Aber der Preis dafür war ein gnadenloses System. Die Geschichte des Zuckers drohte, von einem Traum in einen Albtraum zu verwandeln. Hier machen wir eine kleine Pause, meine Freunde. Wir kommen zu einem der schmerzhaftesten Kapitel der Geschichte. Denn wir können die Geschichte des Zuckers nicht erzählen, ohne von den Menschen zu sprechen, die ihn tatsächlich produziert haben. Als die Zuckerplantagen in Amerika wuchsen, brauchte man immer mehr Arbeitskräfte. Zuerst wollte man die einheimische Bevölkerung der Inseln einsetzen, doch viele starben an Krankheiten oder Überarbeitung. Dann richteten die Europäer ihren Blick nach Afrika. Dies war der Beginn des transatlantischen Sklavenhandels. Hunderte Jahre lang wurden Millionen von Männern, Frauen und Kindern aus ihren Häusern in Afrika gerissen. Sie wurden auf enge, schreckliche Schiffe gezwungen und über den Ozean transportiert. Viele überlebten diese Reise nicht einmal. Diejenigen, die überlebten, wurden gezwungen, auf Zuckerplantagen zu arbeiten. Ihr Leben war unglaublich hart. Sie arbeiteten vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Sie schnitten Zuckerrohr mit schweren Messern. Sie arbeiteten neben kochenden Zuckerkesseln und liefen ernsthafte Verbrennungsgefahren. Denk einmal darüber nach. Der Zucker, der den Tee einer Frau in London süßte,
wurde mit den Tränen und dem Blut eines gefesselten Menschen hergestellt. Hinter jedem süßen Kuchen, der in einem Palast serviert wurde, stand die Geschichte einer zerbrochenen Familie in Afrika. Zucker war der Hauptgrund für die Sklaverei in Amerika. Für Zucker wurden mehr Menschen versklavt als für Tabak oder sogar Baumwolle. Die Plantagen waren wie Fabriken und die Menschen wurden wie Maschinen behandelt. Die Grundbesitzer wurden zu einigen der reichsten Menschen der Geschichte. Sie bauten prächtige Herrenhäuser und trugen luxuriöse Kleidung. Doch die Arbeiter auf den Inseln hatten nichts. Sie lebten in kleinen Hütten und hatten keine Freiheit. Eine bittere Wahrheit, nicht wahr? Dass etwas so Süßes eine so dunkle Vergangenheit haben kann? Es erinnert uns daran, unsere Entscheidungen und die Dinge, die wir genießen, haben oft einen menschlichen Preis. Wenn wir heute auf den Zucker in unseren Häusern schauen, sollten wir die Menschen erinnern, die früher auf den Feldern gelitten haben. Diese Geschichte ist ein Teil des Erbes des Zuckers und sie darf niemals vergessen werden. Als wir ins 19. Jahrhundert kamen, begann sich die Welt erneut zu verändern. Es war die Zeit der industriellen Revolution. Große Maschinen wurden erfunden. Dampfmaschinen stießen Rauch in den Himmel. Und diese Veränderungen erreichten auch die Zuckerfelder. Neue Erfindungen machten es einfacher, Zuckerrohr zu pressen und den Saft zu kochen. Wissenschaftler entdeckten außerdem eine neue Zuckerquelle, die Zuckerrübe. Diese Pflanze konnte sogar in kalten Regionen wie Frankreich und Deutschland angebaut werden. Europa musste nicht mehr auf die Schiffe aus der Karibik warten. Man konnte Zucker nun auf heimischen Böden herstellen. Und dann geschah etwas sehr Wichtiges. Der Zuckerpreis begann zu fallen. Tausende Jahre lang war Zucker nur den Reichen vorbehalten. Ein Luxus. Aber nun konnten ihn erstmals in der Geschichte auch normale Menschen kaufen. Selbst ein Fabrikarbeiter in einer grauen Stadt konnte einen Zuckerwürfel in seinen täglichen Tee geben. Eine Mutter konnte etwas Süßes für den Geburtstag ihrer Kinder backen. Zucker stieg vom Palast in die Küche hinab. Er wurde zu einem Grundnahrungsmittel, etwas, das jeder zu Hause hatte, wie Brot oder Salz. Zur gleichen Zeit begann die Welt, ihre Meinung über Sklaverei zu ändern. Mutige Menschen erhoben ihre Stimme gegen das Unrecht. Sie erzählten die Geschichten der Menschen auf den Plantagen. Schließlich wurde die Sklaverei zuerst im britischen Empire und später in Amerika abgeschafft. Doch selbst nach dem Ende der Sklaverei stieg die Zuckernachfrage weiter. Er war nicht mehr nur ein Leckerbissen, er wurde ein wichtiger Teil der menschlichen Ernährung. Die Menschen begannen fast täglich bei jeder Mahlzeit Zucker zu konsumieren. Marmelade, Schokolade, Limonade und Kekse wurden verbreitet. Zucker wurde zur Energiequelle für lange Arbeitstage in Fabriken. Er wurde zum Treibstoff der modernen Welt. Aber wie wir sehen werden, kann ein Übermaß an etwas Gutem neue Probleme schaffen. Die Welt war nun abhängig von Zucker. Aber unser Körper war darauf nicht vorbereitet. Und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Sieh dich in einem modernen Supermarkt um. Du wirst Zucker an Orten sehen, an denen du ihn nie erwarten würdest. Er steckt in Tomatensauce, sogar im Salatdressing, sogar in dem Joghurt, den wir für uns so gesund halten. Heute konsumiert der Durchschnittsmensch viel mehr Zucker als unsere Großeltern. Früher war Zucker eine seltene Belohnung für besondere Anlässe. Heute ist er ein ständiger Teil unseres Lebens. Doch diese barmoderne Süße bringt auch neue Probleme mit sich. Ärzte und Wissenschaftler sind besorgt. Sie sagen, dass zu viel Zucker zu Gesundheitsproblemen
wie Herzkrankheiten und Diabetes führen kann. Unser Körper liebt Zucker, weil süße Dinge früher selten waren und uns schnell Energie gaben. Heute aber ist Energie im Überfluss da und Bewegung zu wenig. Deshalb versuchen viele Menschen, ihr Verhalten zu ändern. Wir sehen zuckerfreie Getränke und Snacks. Die Menschen wenden sich wieder Honig zu oder nutzen neue Pflanzen wie Stevia. Die Welt versucht, ein Gleichgewicht zu finden. Die Zuckerindustrie ist immer noch gigantisch. Ein milliardenschwerer Sektor, der die ganze Welt miteinander verbindet. Heute sind die größten Produzenten Brasilien, Indien und China. Auch die Art und Weise, wie Zucker angebaut wird, verändert sich. Bauern versuchen Methoden zu finden, die besser für die Natur und fairer für die Arbeiter sind. Gleichzeitig beginnen wir, die Psychologie des Zuckers besser zu verstehen. Ist dir schon einmal aufgefallen? Wenn du etwas Süßes isst, fühlst du dich kurz glücklich und dann plötzlich müde. Das ist der sogenannte Zuckercrash. Wir wissen jetzt, dass Zucker nicht nur ein Lebensmittel ist. Er ist eine starke Substanz, die unser Gehirn und unsere Stimmung beeinflusst. Und jetzt stehen wir an einer Weggabelung. Wir lieben die Süße, aber wir kennen auch die Risiken. In der Zuckerschale halten wir die ganze Menschheitsgeschichte in der Hand. Und wir müssen selbst entscheiden, wie wir sie nutzen. Das ist eine Entscheidung, die wir bei jeder Mahlzeit treffen. Wichtig ist, die Balance zu finden, den Zucker zu genießen, ohne dass er unser Leben und unsere Gesundheit kontrolliert. Wir kommen ans Ende unserer Reise. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, nicht wahr? Wir haben in den grünen Wäldern der antiken Inseln begonnen, indem wir ein wildes Gras kauten. Wir sahen, wie es in Indien zu einer heiligen Medizin wurde und in der islamischen Welt zum Luxus der Könige. Wir folgten den Rittern, die ihn nach Europa brachten, und den Entdeckern, die ihn in die neue Welt führten. Wir blickten in die dunkle Seite der Plantagen und sahen den hohen Preis, den Millionen von Menschen für diese Süße zahlten. Dann sahen wir, wie die industrielle Revolution Zucker auf die Tafeln aller brachte. Zucker ist nicht nur eine chemische Substanz oder ein Lebensmittel. Er ist ein Spiegel der Menschheitsgeschichte. Er zeigt unsere Neugier und unsere Erfindungskraft. Er zeigt unser Streben nach Schönheit und Komfort. Aber er zeigt auch unsere Gier und unsere Rücksichtslosigkeit. Wenn du jetzt auf einen Zuckerwürfel schaust, hoffe ich, dass du nicht nur ein weißes Stück siehst. Geschichte steckt nicht nur in Büchern, sie steckt in den Dingen, die wir berühren, tragen und schmecken. Zucker ist ein Teil von uns. Er hat unsere Kulturen, unsere Wirtschaft und sogar unsere Körper geformt. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. So könnt ihr noch mehr Geschichten hören. Und schreibt mir in den Kommentaren, welche historische Geschichte ihr als nächstes hören möchtet. Bis zur nächsten Geschichte, meine Freunde. Schlaft gut und bleibt süß.